Moin Moin, ich bin Patrick von Meile und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema saubere Luft im Fahrzeuginnenraum. Hierfür habe ich uns meinen Meile PD Innenraumfilter organisiert. Der zeichnet sich aus durch diverse unterschiedliche Merkmale. Zum einen eine sehr hohe Filtrationsrate in Bezug auf Stickoxide und Feinstaub, neben der klassischen Filtration von Pollen. Was wir in diesem Zusammenhang eben auch noch berücksichtigen mussten, war, dass wir einen hohen Strömungsdurchfluss, ein hohes Strömungsvolumen an Luft gewährleisten, die dann auch im Fahrzeuginnenraum ankommt. Wie das Ganze zu verbauen ist, bei einem Beispiel vom Mercedes W213, das gucken wir uns jetzt am Fahrzeug an. Wir haben jetzt einmal die Abdeckung unterm Handschuhfach entfernt. Hier oben sehen wir einmal die Bohrung, wo wir vorhin die Torx-Schraube herausgedreht haben. Hier sind zwei Clips an der Stelle, das heißt hier einfach von unten mit zwei Fingern mal reinfahren, kräftig ziehen an der Abdeckung und dann lösen sich diese Clips, ist also nur gesteckt. Und dann haben wir hier noch zwei Stecker bzw. einen Temperaturfühler. Die Stecker bitte einmal lösen bzw. den Temperaturfühler einmal herausdrehen und dann können wir die Abdeckung vollständig abnehmen. Wir haben jetzt den alten Filter ausgebaut. Hier ist jetzt natürlich wichtig darauf zu achten, wie war wirklich die Einbaulage des Filters. Wenn wir uns den alten Filter einmal angucken, der hat jetzt hier von unten in dieser Position im Gehäuse gesteckt. Jetzt haben wir hier natürlich Filter, die alle mit einer Strömungsrichtung arbeiten. Deswegen für uns jetzt klassisch einfach, wir richten uns nach der Geometrie, also diese abgeflachte Ecke hier, die schieben wir hier nach oben hingerichtet als erstes wieder hinein. So, der neue Meile PD-Filter ist eingebaut. Wir haben das Gebläsegehäuse verschlossen und entsprechend arretiert. Jetzt kommt noch die Abdeckung drauf mit der Torx-Schraube. Hier natürlich den Stecker nicht vergessen und auch den Temperatursensor wieder eindrehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Einbauen. Bis zum nächsten Mal.